Die Mikrotubuli haben natürlich nichts mit der Niere zu tun, sondern sind wirklich die Zellbestandteile, die am Zellskelett beteiligt sind und geben den Zellen sozusagen ihre Struktur. Und Neuronen, das sind ja die Zellen, die die einzigartige zelluläre Architektur der langgezogenen Fortsätze haben, wie eben Axone und Dendriten. Und bei der multiplen Sklerose ist es ja so, dass die Ummantelung dieser Fasern, die Myelinscheiden, dort kaputt sind. Und diese Myelinscheiden haben ja Einschnürungen, die Ranvierschen Schnürringe, und die ermöglichen es, dass unsere Erregungsleitung Abkürzung nehmen muss, dass sie nicht den ganzen Weg nehmen muss, sondern dass sie einfach von Einschnürung zu Einschnürung springen kann, um schneller zum Ergebnis zu kommen. So, um diese Zellanteile der Nerven geht es hier. Und ein Teil deren Zytoskelett, das die dreidimensionale Form sicherstellt, wo wir ja schon gehört hatten, dass auch die Disulfidbrücken daran beteiligt sind, sind eben diese Mikrotubuli. Sie haben also wichtige strukturelle Komponenten, die den intrazellulären Transport ermöglichen, und sie haben eine entscheidende Rolle, damit die Zellfunktionen überhaupt laufen, und darunter sind hier erwähnt der Transport über den Zellfortsatz und die Dendriten, also die Auswüchse, und das Wachstum und der Differenzierung dieser Neuronen, als auch für die Aufrechterhaltung der Struktur und das Wanderungsvermögen der Zellen. Und da sind eben mindestens 13 freie Sulfhydrylgruppen drin. Und Sie wissen ja, die Sulfhydrylgruppen sind echte Quecksilberfänger. Und wenn Methylquecksilber und zweiwertiges Quecksilber an Sulfhydrylgruppen der Mikrotubuli bindet, dann zerfallen die. Und das führt dann zu einer Degeneration dieser Neuronen. Und das ist das, was man dann bei der amyotrophen Lateralsklerose sieht, dass durch die übermäßige Einlagerung von toxischen Metallen, in diesem Fall Quecksilber, und deren zerstörerische Funktion, was eine ganze Weile gut ging, dann plötzlich eine kritische Anzahl von Neuronenfunktionen zusammenbrechen, und dass es dann so schnell symptomatisch wird, dass man sich fragt, scheiße, was soll ich jetzt tun? Wie komme ich aus dieser Nummer wieder raus? Und da ist aus meiner Sicht Riluzol als ein Glutamat-Einfluss hemmendes Medikament ein toller Baustein, aber bei weitem nicht alles und einen großen Teil auch an der Ursache ein wenig vorbei gedachte therapeutische Option. Der Membrantransport von Quecksilber. Es wurden Endothelzellen von aus Rindern gewonnenen Hirnblutgefäßen genommen. Endothelzellen sind die Zellen, die die Blutgefäße von innen auskleiden. Das ist das, was bei Ihnen bei der Vorsorge an der Halsschlagader gemessen wird, und dann guckt man, ist da eine Plaque drauf, ja oder nein, und das befindet sich in der Zone, die man Endothel nennt. Und die zeigen in dem Modell, dass die Aufnahme von Methylquecksilber vom Methylquecksilber-L-Cystein-Komplex abhängig ist, also wieder unsere Aminosäure Cystein. Die Freisetzung von diesem Methylquecksilber zwischen den Zellen, interstitiellen Raum des Gehirns, wurde dagegen über den Glutathion-Komplex vermittelt, und dieser Transport war wiederum ATP-unabhängig. Na Gott sei Dank mal ohne Mitochondrien. Der Methylquecksilber-Schwefel-Cystein-Komplex verhielt sich wie ein Imitat, also Nachbildung, der neutralen, aber essentiellen Aminosäure Methionin, die ein Substrat des Transportsystems für neutrale Aminosäuren ist und gleichzeitig auch Baustein der Myelinscheiden um die Nervenfasern, also um die Axone herum. Diese Nachbildung, Mimikrie, ist in der Literatur zufolge verantwortlich für einen großen Teil der Methylquecksilberaufnahme in die Zellen. Und die Aufnahme kann abhängig von der Quecksilberart aktiv und energieabhängig oder sogar passiv erfolgen. Und kürzlich konnte gezeigt werden, dass Methylquecksilber den Transporter für neutrale Aminosäuren hemmt. Und dieser ASCT2-Transporter ist aus den Aminosäuren Alanin, Serin und Cystein aufgebaut und wird aber auch zum Transport von L-Serin, Glutamin, Cystein und Glutamat und Deserin genutzt und hat damit eine wichtige Rolle für die Regulation des intrazellulären Glutationsspiegels. Bei Energiemangel übernimmt dieser neutrale
Aminosäuretransporter die wichtige Aufgabe, das excitotoxische L-Glutamat abzutransportieren. Bedeutet, wenn ich Riluzol einsetze, um dieses Glutamat, was zu einer Überstimulation der Zelle mit dem Einstrom des Calciums führt, zu hemmen, setze ich genau an diesen Punkt an, wo das Quecksilber dazu beiträgt, dass dieser Transporter nicht mehr funktioniert. Würde ich also in der Lage sein, das Quecksilber wegzunehmen und alle notwendigen Aminosäuren zu geben, gebe ich dem Körper die Chance zur, ich würde es Selbstheilung nennen. Und daher halte ich die Chelattherapie hierfür für eine essentielle Therapieform und für wissenschaftlich fundiert und belegt. Werden auch nicht in Studien getestet. Es gibt aber Einzelfallberichte und führend ist da sicherlich der Dr. Mutter aus Süddeutschland, Konstanz und in der Schweiz, wo er eben häufig mit solchen neurodegenerativen Patienten als Umweltmediziner metallausleitend arbeitet. Methylquecksilber könnte eine Excitotoxizität auslösen, also das, was wir in der Riluzol